Darüber wollen wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Professor Volker Kronberg. Guten Abend. Guten Abend, herzliche Grüße nach Berlin. Erwarten Sie denn jetzt laut Koalitionsvertrag einen echten Richtungswechsel in der Migration? Genau das hat die Union ja versprochen. Und erwarten Sie auch, dass der AfD den Nährboden entziehen kann? Naja, vielleicht zum ersten Teil der Frage. Es ist auf jeden Fall eine Verschärfung, die es natürlich auch schon gegeben hat zu Ampelzeiten, aber weit unter dem, was die Bevölkerung sich gewünscht hat, weit entfernt von einer Migrationswende. Das ist hier sicherlich nicht der ganz große Wurf. Der war aber ja auch nicht realistisch. Schwarz und Rot mussten zusammenfinden. Es gibt auch keine Alternative zu diesem Bündnis. Das haben wir schon sehr oft gesagt, aber das muss man ja trotzdem immer wieder sich vor Augen halten, wenn man diesen Vertrag sich anschaut. Aber es sind doch ja eine Reihe von Verschärfungen, eindeutig über den Status quo hinaus, auch über das hinaus, was die Ampel praktiziert hat. Hier hat die Union sicherlich für sich doch etwas reklamieren können, was in der Wählerschaft, aber auch in der Bevölkerung ankommen wird. Ob das der AfD wirklich das Wasser abgraben wird, das muss man sehen. Da kommt es nicht nur auf dieses Politikfeld an, das ist natürlich ein ganz wichtiges, aber da kommt es natürlich noch auf viel mehr an. Ja, zum Beispiel soll eine wichtige Priorität oder muss eine wichtige Priorität das Ankurbeln der Wirtschaft haben, ganz klar. Sie haben sich das Programm natürlich genau angeschaut. Sind denn die darin aufgeschriebenen Maßnahmen konkret und schnell genug umsetzbar, um auch die Stimmung bei der Wirtschaft und bei den Bürgern positiv zu verändern? Denn es hat ja auch ein psychologisches Moment. Sie haben völlig recht. Man sagt ja häufig, es ist die Hälfte, die die Psychologie ausmacht. Und wenn ich mir die Reaktion heute anschaue, ich habe mir nicht nur die 144 Seiten angeschaut, sondern ich habe mir natürlich auch sehr genau die Reaktion heute angeschaut. Aus der Wirtschaft heraus, den Medien natürlich. Und dann nehme ich wahr, natürlich auch den Parteien. Da sind die Reaktionen natürlich ein Stück weit erwartbar, dass die Opposition kein grünes Haar dran lässt, ist auch klar. Aber interessant scheint mir doch zu sein, dass eigentlich signalisiert wird, auch aus den Reihen der wirtschaftsnahen Presse, naja, die Richtung stimmt schon. Es sind einige Maßnahmen, Lieferkettengesetz, anderes mehr. Das ist Befreiung, das ist ein Stück weit, ja, vielleicht ist Entfesselung zu viel gesagt, aber das sind ganz positive Signale, die, glaube ich, auch entsprechend ankommen werden. Es ist ja hier auch nicht die Rede in diesem Koalitionsvertrag von Steuererhöhungen. Da mag sich Frau Esken heute noch mal geäußert haben, was natürlich in hohem Maße irritierend ist, das zu tun. Es wird Sie auch nicht überraschen, dass die Union das gleich zurückweist. Aber mit Blick auf die Wirtschaft sind das, glaube ich, gerade jetzt in diesen schwierigen, zugespitzten Zeiten schon die richtigen Signale, die auch positiv ankommen werden. Und dann sollen ja auch Freiräume entstehen durch Steuermehreinnahmen, durch Investitionen, die dann andere Maßnahmen auch ermöglichen. Und dann sind wir bei der ersten Frage. Wenn sich die Stimmung im Land, in der Bevölkerung, in der Wirtschaft ändert, wenn das Wirtschaftswachstum anzieht, wenn wir von mehr an Arbeitsplätzen sprechen, wenn wir wieder von Zuversicht sprechen, von Orientierung, von der Überzeugung, dass die politische Mitte in der Lage ist, Probleme zu lösen und gute Wege in die Zukunft aufzuzeigen, naja, also dann würde ich sagen, Herr kann Kronberg, das der AfD... Genau das braucht ja auch, dafür braucht man ja auch Vertrauen. Und wie viel Vertrauen ist denn zum Beispiel da, wenn man einen Tag, nachdem diese Einigung erfolgt ist, sich hinstellt, wie Saskia Esken und gesagt hat, ja, also eigentlich möchte man schon Steuererhöhungen für Reiche, das, was man eigentlich davor ausgeschlossen hat. Das ist ja genau das Gleiche wie bei der Ampel. Wie soll man denn da die Polarisierung im Land stoppen? Ich bin ja bei Ihnen, das habe ich ja gerade in meiner Antwort auch angedeutet, dass das schon irritierend ist. Also wenn man hier so Kerndinge wie eben diesen Verzicht auf Steuererhöhung, wenn man das quasi sozusagen so über Umwege so ein bisschen verklausuliert, dann doch wieder in Frage stellt, das halte ich nicht für professionell. Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen auch der Gefühlslage innerhalb der SPD geschuldet sein, aber der Punkt ist jetzt, den ich hier als Beobachter machen will, das hilft nicht.
Ja, das erinnert wieder an die Ampelzeiten, an der eine sagt Hü, der andere Hott, der eine Ja, der andere Nein, man zieht den Unterschied hier, so funktioniert es nicht. So, jetzt gehen wir aber mal davon aus, die CSU hat heute einstimmig zugestimmt, letztendlich gehe ich davon aus, Philipp Türmer, die Jusos, naja, da kommt ja jetzt nicht ein klares Nein, Ablehnung, ja, es kommt vereinzelt, kommt Vorbehalte, Skepsis, aber ich wäre insgesamt, würde ich mal schätzen, zuversichtlich, dass diese drei Parteien zustimmen in den jeweiligen Gremien, Mitgliederbefragung. Und dann kommt es genau darauf an, dass man sich nicht permanent widerspricht, selbst blockiert oder sagt, wir werden, wir wollen, wir sollen und da in die Exegese geht mit der Lupe, sondern dass man genau das umsetzt, was die Menschen im Land sich auf wesentlichen Politikfeldern wünschen. Ich hatte gestern den Eindruck bei der Präsentation, aber auch bei der Lektüre der 144 Seiten, dass das schon genau in diese Richtung geht, ein solches Signal den Menschen auszusenden. Wir haben verstanden, wir wollen es jetzt besser machen. Es kommt ja auch nicht auf den Vertrag an, sondern es kommt auf die tagtägliche Politik der nächsten Monate und Jahre an. Dankeschön, Professor Volker Kronberg. Sehr gerne.